Eine Gewinnrate von bis zu 82%, das schafft dieser Indikator. Ja, unglaubliche 82,05%. Das macht dieser Indikator in diesem Währungspaar, ja, Schweizer Franken, japanische Yen. Das ist der Spitzenwert, den ich gefunden habe. Man kann bestimmt noch mit einigen Einstellungen noch bessere Werte finden. Ich habe den jetzt auch nicht so stundenlang getestet. Ich habe ihn einfach installiert, habe das auf viele Währungspaare installiert und habe das mal Probe laufen lassen. Ne? Ich habe den mal so ein bisschen durchgecheckt. Und ja, wie gesagt, dieser Indikator, und das ist eben ein Indikator, ist das Beste, ja, vielleicht für beide Welten. Das heißt, prinzipiell erstmal für Leute, die gerne selber traden, ja, also die manuell traden, aber auch, und da kommen wir später zu, für Leute, die einen Handelsroboter bevorzugen. Ja, dafür bin ich ja, beziehungsweise ist mein Kanal ja auch bekannt, viel mit Algo-Trading zu machen, viel mit Handelsrobotern zu arbeiten. Und das ist eben so ein bisschen aus beiden Welten. Der Grund, warum ich darauf gekommen bin, auf diesen Indikator, den erzähle ich dir dann auch nochmal gleich. Na, also wie gesagt, unbedingt dranbleiben. Es gibt auch wieder was zu gewinnen. Ja, heute kann man ja, dicke Preise gewinnen oder einen großen Preis gewinnen sozusagen. Deswegen unbedingt dranbleiben. Nicht, dass es nachher heißt, ich habe von nichts gewusst. Also wie gesagt, das ist das Beste aus beiden Welten. Das heißt, für Leute auch, die gerne Signale wollen, ja, damit sie wissen, wann sie ein- und aussteigen wollen, ist das auch wirklich sehr, sehr gut geeignet. Weil dieser Indikator zeigt den Einstiegszeitpunkt an, er zeigt das Take Profit an, ne? Take Profit 1 und Take Profit 2 und dementsprechend muss man nicht mehr viel machen. Er zeigt auch den Stop-Loss an. Da kann man einstellen, ja, ob man gerne, wir können es ja gleich mal machen, ob man gerne ein entgegengesetztes Signal erst haben möchte, bevor man in den Stop-Loss geht, oder ob man den letzten Swing mitnimmt. Das heißt, bis zum letzten Swing runterlaufen und dann eben entsprechend aussteigen, spätestens aussteigen. Ja? Take Profit 1, Take Profit 2, was bedeutet das? Das bedeutet ganz einfach, dass man selber eben entscheiden kann, und das ist ja beim manuellen Trading einfach so, gehe ich mit 100% raus bei Take Profit 1 oder aber gehe ich vielleicht bei 50% raus bei Take Profit 1, bis zu Take Profit 2. Dazu ist zu sagen, dass Take Profit 2 eben keine so hohe Gewinnrate hat, logischerweise. Ja? Das heißt, die Gewinnrate bezieht sich immer auf TP1 und dann kann man sich eben überlegen, ob man vielleicht eine eigene Strategie fährt. Das heißt, ab Take Profit 1 mit der Hälfte dann quasi mit einem Trailing Stop arbeitet, um quasi die Gewinne ja, abzusichern und nicht mehr in den Verlust zu kommen. Das ist dann eben, wie gesagt, muss dann eben wirklich noch jeder selber entscheiden. So, wie funktioniert der Indikator? Das heißt, man installiert ihn und er berechnet dann zurück. Ja, also er rechnet zum Beispiel in dem Fall 3000 Bars zurück. Und wenn man jetzt so wie ich jetzt hier einen Stundenchart hat, sind das eben 3000 Stunden, die er eben einfach hat. Das heißt, sofort nach Installation weiß man, die letzten 1000 Stunden wären so und so gelaufen. Und das funktioniert halt auch tatsächlich so. Also ich habe das überprüft, ich habe mich alarmieren lassen und habe dann alle Alarme nachgeschaut, ob die auch tatsächlich so geblieben sind und nicht, dass die im Nachhinein verändert wurden. Hier unten siehst du dann die Einstellungen für die verschiedenen Alarme, die du machen kannst. Du kannst dich per Pop-up im MetaTrader ja, informieren lassen. Du kannst dir E-Mails zuschicken lassen. Du kannst Push-Nachrichten auf dein Handy bekommen oder eben Sound-Alarme. Ja, also wie gesagt, das läuft dann eben über den MetaTrader halt direkt. Und hier oben, das sind eigentlich die einzigen Einstellmethoden, die du hast. Ja, das andere sind alles irgendwelche optischen Sachen, wo du eben einstellen kannst, wie das eben aussehen soll. Und hier hast du eben ganz wenige Einstellmöglichkeiten. Und da kannst du noch ein bisschen rumprobieren und vielleicht kriegst du ja noch bessere Werte, ja. Wenn dir das gelingt, dann sag mir doch einfach mal im Telegram-Chat Bescheid oder uns Bescheid, dass wir alle lernen können, profitieren können und vielleicht auch noch mal ein bisschen bessere Einstellungen finden. Das wäre auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Sache. Was eben auch wichtig ist, dass er erst am Ende der Bar, also ja, des Charts einsteigt. Also das heißt am Ende der Stunde. Das heißt, wenn die Stunde rum ist, er gibt hier zwar das Einstiegssignal für ein Sell in dem Fall, aber wirklich erst zum Close bzw. zum Open des neuen steigt er dann ein. Und das siehst du eben auch hier. Ne? Also das heißt, diese ganzen Take Profits oder diese Points, die er Gewinne macht, beziehen sich tatsächlich nicht auf den Einstieg, sondern also schon auf den Einstieg, aber eben nicht auf das Signal, sondern wirklich dann erst am Ende der Bar. Ne, also da könnte man vielleicht sonst auch überlegen, ob man vielleicht früher schon einsteigt und noch mehr Profite mitnimmt. Ne? Also hier zum Beispiel ein Extrembeispiel. Hier kommt quasi schon ja, die Alarmierung, beziehungsweise die Alarmierung kommt erst am Ende der Stunde, aber hier ist das Signal, wo er quasi einsteigen würde. Und hier zum Ende hin, zum Close, steigt man dann ein, beziehungsweise zum Eröffnungskurs der 9 Stunde. Und das sieht man dann eben hier. Also das heißt, da hätte man auch schöne Profite eben entsprechend mitnehmen können. Er macht nicht nur Gewinne, logischerweise. Ja, 82,05% heißt auch 17,95%, wo er eben keine Gewinne macht. Und dann hat man hier eben zum Beispiel ja mal so einen Verlust und so weiter.
Ja, für alle, die jetzt sagen, Mensch, ich bin aber ein Algo-Trader, ich möchte gern automatisiert handeln. Hier sehen wir übrigens nochmal ein anderes Währungspaar. Für den ist das auch etwas geeignet. Da komme ich nämlich gleich zu. Also wie gesagt, keine Angst, ich vergesse euch Algo-Trader nicht. Ich gehöre ja selber dazu. Ich habe ja auch seit Monaten nicht mehr manuell selber gehandelt, sondern ich lasse ja quasi nur noch meine Roboter entsprechend laufen. Also wie gesagt, hier sieht man dann mal verschiedene Gewinnraten. Der Autor selber sagt, man kann das Ganze einsetzen, wenn man so eine Gewinnrate von 66% hat. Dann kann man das wirklich sehr profitabel entsprechend einsetzen. Geld verdienen, während man selbst den schönen Dingen des Lebens frönt, das funktioniert, wenn im Hintergrund 24 Stunden am Tag Handelsroboter für einen selbst arbeiten. Das alles lernst du hier bei mir auf dem Kanal, also deswegen abonnieren. Aber noch mehr findest du im Premium-Bereich auf meiner Webseite unter www.forexsignale.trade. Und hier siehst du beispielsweise ja, die MQL5-Seite. Und hier siehst du auch gleich, was kostet das Ganze. 98 US-Dollar kostet es normalerweise, ja, wenn man es über MQL5 kauft. Ich habe mit dem Entwickler geschrieben und er hat mir eben angeboten, für alle meine Zuschauer hat er mir einen speziellen Link gegeben und dort kauft man das außerhalb von MQL5, das heißt über seine Webseite und bezahlt dann nur 88 US-Dollar. Ja, also das heißt, wer den Link unten in der Videobeschreibung nutzt, zahlt nur 88 US-Dollar und hat noch die Möglichkeit, diesen Breakout Edge Scanner gratis zu bekommen. Also das heißt, hier hat man dann alles wirklich sehr, sehr übersichtlich. Man muss nicht durch einzelne Währungen durchgehen, sondern sieht halt wirklich gleich, oh, hier ist ein Kaufsignal, hier ist ein Verkaufssignal etc. Also das ist schon mal das Erste. Das Zweite ist, ich habe ja gesagt, es gibt ein Gewinnspiel und einer von euch, der hat die Möglichkeit, 88 Euro zu gewinnen. Und zwar verlose ich diese unter allen Kommentaren. Das heißt, wenn du mir unten reinschreibst, ob du beispielsweise lieber manuell tradest oder lieber automatisiert oder eben mit einer Prozentangabe, dann kann dein Kommentar gewinnen. Je mehr Kommentare, umso mehr Gewinnchancen hast du logischerweise. Was mich auch noch interessiert, ich habe ja jetzt so ein paar Animationen immer mit drin. Das würde mich interessieren, wie das entsprechend ankommt. Ja, ob dir das gefällt, ob du sagst, Mensch, das ist ganz cool, das lockert das Video auf oder sagst du, ach nee, das brauche ich gar nicht, mir reichen einfach die knallharten Fakten. Also wie gesagt, das Gewinnspiel, ja, einfach mal unten rein kommentieren. Was ich eben auch sehr beeindruckend finde, und das ist eben auch der Grund, warum ich ein Video überhaupt darüber mache, sind natürlich die Bewertungen. Ja? Also wie gesagt, hier für die MetaTrader 4 Variante hatte 673 Bewertungen und 4,94 von 5 Sternen. Das ist wirklich ein fantastischer Wert. Also sieht man nicht oft, muss ich sagen. Ja, ich habe jetzt schon öfter mal welche gehabt, die super bewertet waren, aber wirklich so eine Extremwerte sind wirklich sehr, sehr selten. Und das zeigt eben auch, dass dieser Indikator sehr, sehr gut funktioniert. Aber um auch meine Handelsroboter-Trader und meine Algo-Trader nicht zu vergessen, es gibt auch einen Handelsroboter dafür. Der kostet 198 US-Dollar und leider habe ich dafür noch keinen Link. Vielleicht, wenn du dieses Video schaust, einfach mal in die Videobeschreibung unten reinschauen. Vielleicht habe ich bis dahin einen Link. Er ist aber noch nicht so weit, aber wenn er soweit ist, kriege ich da auch einen Link und du bestimmt auch einen ordentlichen Rabatt. Also wie gesagt, man kann das Ganze dann auch automatisiert nutzen. Jetzt schon, allerdings kostet es dann eben erstmal ein bisschen mehr. Aber würde mich einfach mal interessieren, ob du dann quasi ja, diesen Roboter vielleicht sogar gekauft hast und wie deine Erfahrungen sind. Ja, das ist auch auf jeden Fall etwas für den Kommentarbereich und für das Gewinnspiel. Hier sind wir dann beispielsweise auch noch auf der Anleitungsseite. Das heißt, es wird alles ganz, ganz genau beschrieben. Wo steigt man ein, wo steigt man aus, wo ist Support, wo ist Stop-Loss, wo ist der Einstieg etc. Also das heißt, hier wird dann auch beschrieben, wie man das Ganze einstellt. Also ich habe dir ja gezeigt, es gibt nicht so viel einzustellen, aber ein paar Sachen sind dann eben doch noch, die man sich entsprechend angucken kann. Hier gibt es auch nochmal ein Video dazu. Also wie gesagt, es wird alles nochmal sehr, sehr gut gezeigt. Hier ist nochmal ein Widerstand beispielsweise eingezeichnet und ja, wie man das Ganze dann entsprechend einfach nutzen kann. Dann danke ich dir fürs Zusehen und dass du bis hierher geschaut hast. Hier oben findest du ein Video zu einem automatischen Handelsroboter mit einem sagenhaften Ergebnis. Und unten kannst du den Kanal abonnieren, aber das hast du bestimmt schon gemacht. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, mach's gut.